In diesem Video geht es um das TELC-Zertifikat B2. Und zwar geht es hier um die Sprachbausteine Teil 1. Speziell für dich habe ich PDFs zum Herunterladen bereitgestellt und ganz am Ende gibt es sogar noch einen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß dabei! Damit du auch wirklich nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren. Und dann können wir auch schon loslegen. In diesem Teil der Prüfung sollen wir Lückentexte füllen, und zwar mit Hilfe von Multiple Choice. Und auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur TELC-Prüfung B2 Sprachbausteine Teil 1. Und schon kann es auch losgehen. Und zwar möchte ich dir zeigen, wie das Video aufgebaut ist. Ganz am Anfang gebe ich dir einen kleinen Überblick über den Ablauf und die Bewertung. Und dann zeige ich dir, wie du dich vor der Prüfung schon gut vorbereiten kannst. Danach gehen wir in die Prüfung rein und ich gebe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du in der Prüfung benutzen kannst. Und dann bist du auch schon an der Reihe und wir gehen eine Beispielübung mal gemeinsam durch. Und dann hast du es auch schon geschafft. Und wie versprochen gibt es ganz am Ende dann noch einen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß! Nun zeige ich dir kurz und knapp einen Überblick zu diesem Teil der Prüfung. Und zwar gibt es hier eine PDF zum Herunterladen, die findest du in einem Link unter diesem Video oder in unserem Blog. Und zwar kannst du dir dort für diesen Teil der Prüfung eine Modellprüfung herunterladen. Und falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, wirst du dich vielleicht fragen, was wird denn hier überhaupt getestet? Und zwar bekommst du einen Lückentext, der ist meistens in Form von einem Brief oder einer E-Mail. Und dieser Text hat 10 Lücken. Und zu diesen 10 Lücken gibt es jeweils eine Aufgabe, die aus Multiple Choice besteht mit A, B, C Lösungen. Und dafür hast du dann circa 15 Minuten Zeit. Diese 90 Minuten, die du hier siehst, die beziehen sich auf das Leseverständnis und die Sprachbausteine. Das Leseverständnis besteht aus 3 Teilen und die Sprachbausteine bestehen aus 2 Teilen. Somit hast du 5 Teile, die du innerhalb von diesen 90 Minuten lösen musst. Du solltest dir dein Zeitmanagement vorher mal überlegen, die Prüfung einmal komplett durchüben und dabei die Zeit stoppen, damit du weißt, wie lange du ungefähr brauchst. Und diese 15 Minuten, die jetzt hier stehen, das ist nur eine Idee, wie lange man ungefähr dafür braucht. Aber du solltest mit den einfachen Aufgaben beginnen und die schweren oder die Aufgaben, die dir ein bisschen schwierig fallen, die machst du dann später. Denn wenn du die einfachen fertig hast, hast du noch ganz viel Zeit für die schwierigen. Wenn du aber mit den schwierigen beginnst, dann kann es sein, dass du vielleicht stecken bleibst und es dauert länger und dann hast du vielleicht am Ende nicht genügend Zeit, die restlichen Aufgaben zu lösen. Deswegen versuche für dich selber ein gutes Zeitmanagement zu finden und dann kann es auch sein, dass Sprachbausteine Teil 1 vielleicht auch nur 5 Minuten dauert. Okay? Dann fragst du dich vielleicht auch noch, worauf wird denn hier geachtet in der Bewertung? Und zwar gibt es den GE-Referenzrahmen, den kannst du dir gerne im Internet mal anschauen und da kannst du genau sehen, was du als B2-Kandidat alles so wissen musst. Für das Leseverständnis wird hier allgemein gesagt, dass du Artikel und Berichte lesen und dabei Standpunkte der Autoren verstehen können musst. Und außerdem kannst du auch zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen. Jetzt zeige ich dir, wie du dich gut vor der Prüfung schon vorbereiten kannst für diesen Teil. Und zwar als allererstes zeige ich dir das Skimming. Das kennst du jetzt vielleicht schon, wenn du meine anderen Videos gesehen hast, besonders die von dem Leseverständnis, denn da geht es oft um das Skimming. Skimming heißt das globale Lesen. Und globales Lesen heißt, dass du den Text überfliegst und Hauptinformationen herausfilterst. Und hier zeige ich dir, wie das geht und wie du das schon mal üben kannst. Suche dir einen beliebigen Text aus, in einer Zeitung, im Deutschbuch oder einem Internetartikel und versuche dabei die Überschrift zu ignorieren, wenn möglich. Dann überfliegst du diesen Text und zwar von oben links nach unten rechts. Das nennt sich Skimming. Okay?
In manchen Texten hast du Absätze. Dann solltest du die Absätze von links oben nach rechts unten skimmen, ja, also überfliegen. Dann ist das manchmal einfacher. Aber wie jetzt bei unserer Aufgabe haben wir einen Brief, der ist nicht unbedingt in Absätze gegliedert und da kannst du schön nach unten durch überfliegen und die wichtigen Wörter heraussuchen. Es gibt ein paar Regeln beim Skimming. Und zwar sollst du nicht jeden Satz für Satz durchlesen. Das ist dann nicht mehr Skimming, das ist dann nicht mehr Überfliegen. Und beim Überfliegen achtest du auf wichtige Wörter, wie zum Beispiel Substantive oder Verben, die irgendwie herausstechen. Hast du dann den Inhalt immer noch nicht ganz verstanden, dann kann es dir helfen, den ersten Satz jeden Absatzes mal durchzulesen, weil der gibt oft Hauptinformationen. Und wenn du das dann gemacht hast, dann solltest du einen Überblick über den Text an sich haben. Warum ich hier sage, du solltest was skimmen, dieses Skimming machen, das erzähle ich dir etwas später. Nun möchte ich dir noch gerne Tipps zu Multiple Choice mitgeben. Und zwar sind das jetzt allgemeine Tipps, die du aber gut in der Prüfung dann auch teilweise anwenden kannst. In der Prüfung aber jetzt, in diesem Teil der Prüfung, sieht Multiple Choice etwas anders aus. Du hast keine Frage und ABC-Antworten dazu, sondern lediglich ABC-Wörter. Du hast jeweils ein Wort, was halt in diese Lücke reinpasst. Ich möchte dir trotzdem diese Tipps mit auf den Weg geben. Und zwar solltest du versuchen, den wichtigsten Punkt der Frage zu verstehen. Und da fragst du dich, um was geht es hier genau? Was sind die wichtigsten Infos und was ist überflüssig? Das, was überflüssig ist, kannst du ignorieren. Und das nennt sich auch Ausschlussverfahren, das Überflüssige herausfinden. Und zwar kannst du dich fragen, was ist hier auf jeden Fall falsch? Und da kann man auch oft auf doppelte Verneinungen, negative und positive Schlagwörter achten. Und dann kannst du dich gut auf die übrigen Antworten konzentrieren. Und dieses Ausschlussverfahren, das ist wirklich sehr hilfreich in diesem Teil der Prüfung. Und das siehst du nachher, wenn wir die Übung mal gemeinsam durchgehen. Als nächstes solltest du vielleicht Grammatik nochmal wiederholen. Vielleicht gibt es Teile der Grammatik, die dir schwierig fallen, oder vielleicht solltest du dir einfach nochmal alles angucken und das Ganze nochmal überfliegen. Und dazu solltest du vielleicht dein Deutschbuch nochmal herausholen. Du bist vielleicht mit deinem B2-Kurs ja jetzt auch fertig und denkst, ach, jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Das schadet nicht. Hol das nochmal raus und guck dir mal die letzten Seiten im Buch an. Im Arbeitsbuch oder im Kursbuch, da gibt es oft nochmal eine Grammatikübersicht und die kannst du dir einfach nochmal anschauen. Und vielleicht kannst du einige davon auch nochmal durchüben. Und zwar gibt es zum Üben dann auch nochmal spezielle B2 Grammatikbücher zur Vorbereitung. Und solche Extraübungen, die können ja wirklich nie schaden. Als nächstes ist es dann soweit und wir müssen jetzt unseren Lückentext füllen mit Hilfe von Multiple Choice. Los geht's. Ich habe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung versprochen. Die kennst du vielleicht schon aus meinen anderen Videos. Die sind oft ähnlich, ja, und deswegen musst du die nicht immer wieder auswendig lernen, weil die an sich die gleiche Idee beinhalten. Aber es ist wirklich hilfreich, wenn du die Prüfung einmal durchübst und dann hast du diese Schritte auch verinnerlicht und dann musst du das nicht alles auswendig lernen. Als allererstes solltest du den Text erst einmal überfliegen, also dieses Skimming machen. Dann suchst du deine erste Lücke und liest den dazugehörigen Satz. Dann solltest du erstmal selber überlegen. Dann schaust du dir deine Multiple-Choice-Aufgaben an und entscheidest dich für eine Antwort. Dann wiederholst du das Ganze nochmal mit den nächsten Sätzen und am Ende prüfst du nochmal. Hier sind wir beim ersten Schritt angelangt und zwar ist das Skimming. Das solltest du wie eine Art Vorbereitung sehen. Also es ist eigentlich kein erster Schritt, den du nachher nochmal wiederholen musst, sondern es ist wirklich nur eine Art Vorbereitung auf diesen Teil der Prüfung jetzt. Und zwar gibt es hier auch wieder eine PDF zum Herunterladen, wo ich diese ganzen Schritte nochmal aufgezeigt habe mit einer kurzen Erläuterung dazu. Also, in diesem Teil der Prüfung ist das Textverständnis nicht die Hauptaufgabe. Das Skimming, das kennen wir zum Beispiel auch aus dem Leseverständnis. Und da war es, ich glaube im Teil 1, sogar wichtig, dass du global richtig lesen kannst. Das war da die Hauptaufgabe. Das ist jetzt hier
nicht der Fall. Aber wenn du den ganzen Text mal überfliegst, dann bekommst du schon ein Gefühl für den Text. Und das kann dir wirklich helfen. Also überfliege den Text, mach dieses Skimming, lies nicht detailliert und dann solltest du eine Art Gefühl entwickeln. Und dann sind wir auch bei unserem eigentlichen ersten Schritt. Und zwar findest du deine erste Lücke und liest den dazugehörigen Satz. Genau, also die Lücken sind einfach zu finden, die Nummern stehen dabei. Du suchst dir also deine erste Lücke, ich glaube, das ist die Nummer 21, und dann liest du den dazugehörigen Satz bis zum Ende durch. Also halte nicht bei der Lücke an, sondern lies wirklich den kompletten Satz durch. Ein guter Tipp dabei ist, du musst dir das sozusagen im Kopf laut vorlesen, ja, und die Lücke solltest du ausfüllen mit einem zum Beispiel, ja, also irgendeinem Geräusch, ein Das hilft dir, ein Gefühl für den Satz zu bekommen. Das siehst du auch gleich, wenn wir die Beispielübung mal gemeinsam machen. Beginne jetzt auch hier mit dem ersten Satz und dann gehst du in den nächsten Schritt über. Also nicht alles auf einmal versuchen zu lösen. Nicht zur nächsten Lücke springen oder sowas, sondern wirklich hier Schritt für Schritt vorgehen. Du bist im ersten Satz mit der ersten Lücke und dann gehst du zum nächsten Schritt jetzt über. Und zwar sollst du im nächsten Schritt erst einmal selbst überlegen, bevor du dir die Antworten anschaust. Was könnte hier in die Lücke passen? Überlege selbst erstmal, bevor du dir die Antworten unten anschaust, denn die gelernte Grammatik, die du jetzt hier in deinem B2-Kurs, aus deinem Buch oder vielleicht hast du auch alleine gelernt, aber diese gelernte Grammatik, die hast du schon verinnerlicht, auch wenn dir das vielleicht nicht so vorkommt. Und deswegen hast du schon ein Gefühl für die Sprache entwickelt. Und das kann dir wirklich helfen, dass du vielleicht schon eine Idee hast, welches Wort da reinpassen könnte. Bleib hier aber nicht stecken. Wenn dir nichts einfällt, das ist nicht schlimm. Geh auf jeden Fall zum nächsten Schritt über. Auch wenn du die Antwort weißt, jetzt kommt der nächste Schritt. Und zwar schauen wir uns jetzt die Multiple-Choice-Antworten an und entscheiden uns für eine. Ob du das jetzt schon eigenständig beantwortet hast oder nicht, ist egal. Du musst dir trotzdem natürlich die Aufgabe anschauen. Ist die Antwort dabei, die du dir eben schon ausgedacht hast? Super, dann kannst du sie gleich markieren. Ist sie nicht dabei? Kein Problem. Achte nämlich jetzt dann auf die Grammatik und danach auf die Logik. Also als allererstes solltest du eine Art Grammatikproblem lösen. Das heißt, du schaust dir die Antworten an und guckst, ob die passen in Sachen Konjugation, Deklination, Wortstellung, Satzstellung, Präposition und so weiter, Genus, Kasus und so. Alles, was du aus der Grammatik so kennst. Und dann guckst du, ob das irgendwie, was da jetzt passt. Und da kann es dir wirklich helfen, wenn du dieses Ausschlussverfahren benutzt, was ich dir eben erzählt habe. Und zwar kannst du da dann schon gucken, also das passt eine Antwort passt überhaupt nicht, dann kannst du die schon mal durchstreichen. Wenn du Glück hast, hast du vielleicht sogar nur noch eine übrig und das ist wahrscheinlich dann auch die richtige. Und danach kannst du gucken, ob dieses Wort auch logisch in den Satz hineinpasst. Also wie hört sich der Satz dann an? Dann solltest du das sozusagen in deinem Kopf mal dir selber vorlesen und sehen, ob das sich alles logisch anhört. Dann sind wir beim nächsten Schritt und zwar solltest du hier das Ganze nochmal wiederholen. Du hast also Schritte 2 bis 4 und die sollst du mit dem nächsten Satz jetzt wiederholen. Wenn es dir schwerfällt, dich zu entscheiden, dann bleibe bitte nicht stecken. Du kannst jederzeit nochmal zu dieser Stelle zurückkommen, aber pass wirklich auf und markiere die Stelle, damit du die auch wirklich dann wiederfindest. Und ganz am Ende solltest du das Ganze einfach nochmal überprüfen. Hast du alle Aufgaben beantwortet? Super. Dann kannst du direkt in den nächsten Teil übergehen. Nein, du hast sie noch nicht alle beantwortet, kein Problem. Gut, dass du nochmal geprüft hast. Jetzt kannst du nochmal den dazugehörigen Satz dir anschauen. Und wenn du es wirklich nicht weißt, dann rate einfach, weil das ist besser als 0 Punkte. Dann hast du eine Chance und kriegst vielleicht doch noch ein paar Punkte. Und das ist natürlich besser, als wenn du es einfach freigelassen hättest.
So, jetzt bist du an der Reihe. Ich hoffe, die Informationen, die ich dir eben gegeben habe, helfen dir ein bisschen, dich gut auf die Prüfung vorzubereiten. Und jetzt machen wir ein Beispiel gemeinsam. Also, wir sind hier bei dem TELC-Zertifikat B2 Sprachbausteine Teil 1. Nochmal zur Wiederholung. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal die Aufgabe kurz an. Die brauchst du dir in der Prüfung nicht durchlesen, die kannst du komplett ignorieren. Das ist jetzt nur kurz für Übungszwecke. Lesen Sie den folgenden Text und entscheiden Sie, welches Wort, A, B oder C, in die jeweilige Lücke passt. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 21 bis 30. So, jetzt sind wir beim Skimming angelangt. Wie du siehst, haben wir hier unseren Brief und den würden wir jetzt einfach mal überfliegen. Ich sehe auch, dass die Andrea hier einen Brief schreibt an die Daniela und die Andrea hat das schon schön in Absätze unterteilt. Das heißt, ich würde jetzt so über die Absätze fliegen, nicht komplett den ganzen Brief, sondern hier würde ich die Absätze mir anschauen. Und zwar kommen mir da schon so Wörter entgegen wie schlechtes Gewissen, Prüfung, keine Zeit, Hobbys, dann der nächste Absatz, geschafft, gestern Prüfung, bestanden, Abend, tolles Restaurant, tanzen. Nächster Absatz, Brief, Lust, London, Stress in den Wochen und die Freundin und London, eine wunderbare Stadt, Tate Gallery, Filmmuseum. Und im nächsten Absatz Vorschläge, Zeit, Wochenende, Zwischenzeit, Internet, Flüge, Hotel und so weiter. Ja, herzliche Grüße, Andrea. Also, das waren so ein paar Wörter, die wir jetzt so entgegenkamen sozusagen, ja. Und diese Wörter sagen mir schon einmal, ich verstehe jetzt, worum es geht, ungefähr, ja. Ich verstehe natürlich nicht im Detail, worum es geht, aber es hört sich an, als war die Andrea sehr gestresst. Sie hatte Prüfungen und so weiter. Jetzt ist, glaube ich, erst mal Wochenende oder so und sie hat die Prüfung hinter sich und geht ins Restaurant oder sowas mit ihrem Freund, glaube ich. Und ich glaube, irgendwas mit London. Sie hat da irgendeine Reise geplant. Ich glaube, die Daniela soll da wohl mit. Und sie möchte unbedingt nach London und hat da schon ein paar Ideen in Sachen Flüge und so. Ja, also es wird eine Reise geplant. Andrea war sehr gestresst. Sie ist anscheinend eine Studentin oder so und möchte jetzt mit Daniela eine Reise planen nach London, so wie das aussieht. Jetzt habe ich schon mal eine Idee von dem Inhalt dieses Textes. Und dieser erste Schritt, dieser Vorbereitungsschritt, der kann wirklich dann in der Prüfung auch super schnell gemacht werden, dass das unter einer Minute, vielleicht eine halbe Minute und dann hast du das schon gepackt und dann hast du auch eine gute Vorstellung und ein Gefühl von dem Text. So, jetzt sollen wir unsere Lücke finden und den dazugehörigen Satz lesen. Ich habe dir die ersten zwei hier rausgesucht und zwar schauen wir uns das jetzt an. Wir sehen ja hier unsere erste Lücke und lesen unseren ersten Satz. Also, liebe Daniela, ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn wollte ich dir schon vor 2 Monaten schreiben. Okay, wir wissen also, sie hat ein schlechtes Gewissen. Sie wollte vor 2 Monaten schon einen Brief schreiben. Und jetzt sollen wir erstmal selbst überlegen, welches Wort passt in diese Lücke. Ich habe schon eine ganz gute Idee. Du kannst hier gerne das Video pausieren und ein bisschen nachdenken, weil wir gehen jetzt rüber und schauen uns die Multiple-Choice-Aufgaben an. So, ich habe jetzt schon eine gute Idee, was da reinpassen könnte, aber auch wenn ich das habe, muss ich natürlich gucken, ob das richtig ist. Und zwar, hier unten sehen wir unsere Lücken, unsere Wörter, die in die Lücke passen. Außerdem eigentlich überhaupt. Und jetzt kann ich gucken, ob meins dabei war. Meins war wirklich dabei. Also ich wüsste schon, was die richtige Antwort ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich mir nicht ganz sicher bin. Okay?
Dann probiere ich mal aus und wende das Ausschlussverfahren an. Und zwar denke ich, dass überhaupt hier gar nicht reinpasst. Ich kann den Satz auch noch mal lesen. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn überhaupt wollte ich dir schon vor 2 Monaten schreiben. Das passt meiner Meinung nach gar nicht und deswegen kann ich das schon mal komplett durchstreichen. Jetzt schaue ich nach markanten Wörtern, die mir helfen können, zu entscheiden, ob die Antwort außerdem oder eigentlich ist. Und zwar schaue ich im Satz nochmal nach. Wir haben hier Wörter wie denn, wollte und in dem Satz darauf kommt noch ein aber. Und jetzt müssen wir überlegen. Wenn wir außerdem benutzen, dann heißt das, dass sie schon etwas anderes beschrieben hat vorher. Und das ist hier eigentlich nicht der Fall. Ja, sie sagt, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, denn wollte ich dir schon vor 2 Monaten schreiben, aber, also es ist irgendwas dazwischen gekommen anscheinend, ja. Und dann probieren wir mal das andere Wort. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn eigentlich wollte ich dir schon vor 2 Monaten schreiben, aber du weißt ja, wie das ist, etc. Genau, für mich hört sich das eigentlich ganz gut an und diese markanten Wörter, die zeigen uns auch, dass das eigentlich da hineingehört. So, jetzt wiederholen wir diese Schritte 2 bis 4 nochmal mit dem nächsten Satz. Wir schauen uns also den nächsten Satz an. Aber du weißt ja, wie das ist. Wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, hat überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys. Alles dreht sich nur noch ums Lernen. Hier können wir der Satz mit aber und den letzten Teil vom Satz ausblenden, den brauchen wir eigentlich nicht, auch informationsmäßig sind das extra Sachen. Wir konzentrieren uns auf, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, hat überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys. Ich habe schon wieder eine Idee, was da reinpassen könnte, aber wie gesagt, wir schauen uns trotzdem die Aufgabe noch dazu an und vergleichen. Also wir haben hier einmal er, es oder Mann. Und da kann ich schon gleich sagen, dass es hier nicht reinpasst. Das hört sich auch total komisch an, wenn man das liest. Wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, hat es überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys. Nein, das hört sich nicht gut an. Jetzt überlegen wir gucken wieder nach markanten Wörtern, was hier reinkommt. Und zwar sehe ich da schon einen Mann, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet. Hat überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys. Okay, da haben wir noch seine. Jetzt überlege ich natürlich, passt da jetzt er rein oder Mann? Weil ich habe einmal Mann dastehen, aber ich habe auch seine dastehen. Und seine ist ja das Possessivpronomen von er. Das ist schon ein bisschen knifflig. Aber dann sollte ich mal überlegen, und zwar, was habe ich alles so gelernt in der Grammatik? Ich weiß zum Beispiel, dass Mann ein Stellvertreterpronomen ist. Und der nächste Satz nach Mann, da kann man dann nicht einfach zu er switchen oder übergehen, sondern der nächste Satz sollte dann auch Mann drin haben. Okay, aber wir haben ja hier jetzt seine stehen und seine ist ja eigentlich ein Possessivpronomen von er. Aber ich weiß auch, dass seine auch ein Possessivpronomen für das Stellvertreterpronomen Mann ist. Also ist es doch gut möglich, dass Mann hier reinpasst. Und wir haben eben gesagt, dass wenn man einen Satz hat, der mit Mann oder der dieses Stellvertreterpronomen Mann in sich hat, dass der nächste Satz auch Mann haben muss. Und hier haben wir ja ein Komma und somit unseren Satz in 2 Teile gegliedert. Also wäre es eigentlich logisch, dass die Antwort C da rein müsste. Und wie gesagt, sein ist das Possessivpronomen von Mann. Also lesen wir das Ganze mal mit Mann. Wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, hat man überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys. Hört sich gut an, finde ich. Was denkt ihr? Genau, ich glaube, es ist Antwort C. Das hört sich wirklich passend an. Super, herzlichen Glückwunsch. Du hast es jetzt schon mal geschafft und ich hoffe mit den restlichen Tipps und wenn du die Prüfung nochmal durchübst, dann schaffst du auch den Rest noch. Und dann können wir uns nämlich im nächsten Teil der Sprachbausteine wiedersehen.
Und wie ich es dir versprochen habe, gibt es jetzt am Ende noch diesen Bonus. Und zwar kannst du deine Antworten zu der Beispielprüfung mal in die Kommentare hier unter dem Video reinschreiben. Und die ersten 5 Kommentare bekommen sogar eine kostenlose persönliche Korrektur von mir. Und unter all diesen Teilnehmern verlosen wir noch 3 Online-Lektionen. Also mach mit und viel Glück! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Ich hoffe, du bist im nächsten Video auch wieder dabei, denn da geht es um die Sprachbausteine Teil 2. Also, wir sehen uns dann. Tschüss!